Es ist doch so, dass diese Töpferwespen, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, die fliegen ja jetzt im Sommer auch immer gerne in die Häuser rein. Das sind solche schwarzen Wespen und bringen dann Lehm mit und bauen dann kleine, ja, schaut aus wie kleine Vasen aus Lehm zusammen und füllen die mit gelähmten Spinnen, legen ihr Ei rein und dann ernährt sich dann diese Wespenlarve von den Spinnen, die in dieser getöpferten Zelle, nennt man das in der Biologie, vorhanden sind. Die werden nach einem Prinzip gebaut, was dem 3D-Druck entspricht. Es hat einen ganz schwierigen Namen, also einen ganz langen Namen, vielleicht habt ihr das auch schon gehört im Unterricht, das ist das additive Fertigungsverfahren. Eine Anfertigung, in dem ich permanent was hinzufüge und das ganze Ding größer mache. Und genau das kann man hier im Betrieb bewundern, wie dieser 3D-Drucker genau nach diesem additiven Fertigungsverfahren dieses Werkstück, nennt man das, herstellt. An was erinnert euch das? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Eine Wabe, sehr gut. Wer macht Waben? Bienen. Und kennt ihr noch andere Insekten, die Waben machen? Ich glaube, Bienen machen auch Honig. Ich habe schon gehört. Honig ist auch, bei den Bienen ist Honig, in den Speicherwaben ist der Honig drin, richtig, aber ich höre es von da drüben schon, Wespen. Wespen stellen auch Waben her. Und wisst ihr auch, aus was für Material Wespen ihre Waben herstellen? Also die sozialen Wespen, die diese größeren Nester bauen. Ja, Aus Heu und Gras. das ist gut. Aus Heu und Gras, das kommt tatsächlich vor, aber vor allem auch aus Holz. Also die Wespe ist tatsächlich da am Gartenzaun und nagt Holz ab. Dieses gelbe Filament, diese Schnur da, diese Kunststoffschnur, aufgeschmolzen im Druckkopf und dann Schicht für Schicht hier aufgetragen. Und die Wespe macht eigentlich fast genau das Gleiche. Hier seht ihr das natürliche Werkstück. Das ist ein kleines Wespennest und hier seht ihr schon, was die hier unten hat. Das ist praktisch das Material, das ist zerkautes Holz oder wie du es gesagt hast, Stroh, nehmen sie auch manchmal, Pflanzenfasern, was sie mit ihrem Speichel vermischt und dann dort am Rand aufträgt. Das sind die Babys, die Wespenbabys, die Maden. Ihr seht ja, die ist hier richtig fleißig am Arbeiten und die schafft es dann halt pro Bauschritt vielleicht so ein Viertelmillimeter, also einen ganz hauchdünnen Rand, da an die Wabe anzubauen. Hier seht ihr das ja, wie das ganz klein hier angebaut wird. Bei dem Museum, wo ich arbeite, da haben wir uns dann gedacht, wir könnten doch eigentlich mal solche Feldwespen, das sind Feldwespen, die diese kleinen Nester bauen, einfangen. Wir haben einfach dann im Frühling uns auf die Suche gemacht nach einer Wespenkönigin, die gerade im Begriff ist, einen eigenen Staat zu gründen, haben die dann mitgenommen, haben die in so ein großes Moskitonetz reingesetzt und haben dann gesagt, so jetzt bau uns da mal ein schönes Nest zusammen. Wir geben dir jetzt aber kein Holz als Grundstoff, als Grundlage, sondern wir geben dir was ganz anderes. Die Pappe, die kennt ihr ja alle aus dem Unterricht. Und was haben die gemacht? Hier sieht man es am gelben Karton. Die sind zu dem Pappkarton hingeflogen, haben mit ihren scharfen Mundwerkzeugen dort diese Kartonfasern einfach abgeknabbert und haben die mit ihrer Spucke vermischt und haben dann ganz normal, wie sie es vorher im Bild mit Holz gemacht haben, eben hier jetzt rote Zellen gemacht. Und der lag dann ein paar Tage da drin und irgendwann habe ich dann gewechselt. Da kam dann der grüne Karton, haben sie einen grünen Karton bekommen. Dann kam die Schicht dazu. Diese Pappen, die lagen immer so ungefähr so 3-4 Tage drin. Also 3-4 Tage rot, 3-4 Tage grün, 3-4 Tage gelb. Im Lauf des Jahres wurde das Nest immer größer. Also erst so, dann so, dann so. Dann im Schluss hat man dann ein richtig schönes großes Nest bekommen. Und das ist das Nest. Solche Feldwespennester, die halten immer nur für ein Jahr. Und nach diesem einen Jahr, im Spätherbst, da stirbt dann das gesamte Wespenvolk aus. Nur die Königinnen, die Jungköniginnen überleben, weil die müssen ja im nächsten Jahr wieder ein Volk gründen. Das heißt, ich habe einfach gewartet, bis dieses Volk praktisch erloschen ist und habe dann eben dieses unbewohnte Wespennest, was ich über ein Jahr lang mit Pappkarton habe bauen lassen von diesen Wespen, dann entnommen. Und das wird jetzt auch in Zukunft, wenn ich es richtig gehört habe, hier im Bionikum ausgestellt. Da könnt ihr es euch auch anschauen oder wenn ihr mal mit euren Eltern oder eurer Familie herkommt, ihnen auch noch mal zeigen.